Professional, professional. Wunderschönen guten Morgen. Es ist 6:30 Uhr, Montag. Heute ist Reifentag. Wir sind früh aufgestanden, weil wir ein bisschen outside, also ein bisschen neben Phoenix stehen. Und heute geht's zum Reifenwechseln. Wir sind jetzt endlich angekommen am Freitag. Und genau, Manu macht sich jetzt hier auch parat für, dass wir gehen können, gell? Ja, ich nehme einen Kaffee mit nach vorne, weil ohne Kaffee geht gar nichts. Genau, und jetzt machen wir die Kabine bereit und draußen ist es, wie man wahrscheinlich schon sieht, hier am Fenster noch stockdunkel. Aber unser Tag startet früh heute. Wir haben über 50.000 Kilometern gemacht mit unseren Reifen und die haben einen super Job gemacht. Und jetzt ist es aber an der Zeit, die zu wechseln. Hier in den USA oder Kanada ist es einfacher, die zu wechseln. Und danach in Südamerika wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Darum machen wir das hier. Wir sind zuerst bei dieser Garage vorbeigegangen, ob wir das überhaupt mit denen machen können. Und die haben uns aber gesagt, die können das schon machen, den Reifenwechsel. Organisieren müssen wir den Reifen aber selbst. Und Gott sei Dank hatten wir den Kontakt mit Spencer von Bliss in Colorado und der hat uns dann Kontakt gegeben von einem Typen in Brooklyn und so konnten diese Reifen geschickt werden. Darum haben wir jetzt ein bisschen Zeit hier totgeschlagen in Phoenix und jetzt sind die Reifen da und jetzt lassen wir die wechseln. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben uns durch den Morning Traffic, also durch den Morgenverkehr von Phoenix gemausert, würde ich sagen, oder? Sind jetzt hier beim Truck Service bei Purcells und schauen mal, ob die Lust haben, mit mir zusammen die Reifen zu wechseln. By the way, die uns schon länger folgen, kennen Purcells vielleicht noch. Wir waren in Alaska schon mal bei denen. Ja, als richtig. Wir die ganzen Schrauben in den Reifen hatten. Und jetzt können sie hoffentlich unsere Reifen wechseln. Stay tuned, Leute. Das sind unsere Reifen. Thiago macht sich ready, weil er hilft den Jungs, weil hier gibt es ein paar Sachen, bei denen er gerne dabei ist. Ja, weil wir haben das TI-System und in Alaska haben sie uns das Gewinde, das Messing, haben sie total eingedreht und dann war es nicht mehr dicht. So, und jetzt helfe ich denen. Ich muss 2 noch ersetzen, deswegen werde ich jetzt ein bisschen mithelfen. Du bist beschäftigt für heute, ne? Oh ja. Ja, ich bin wahrscheinlich nicht so hilfreich mit den ganzen Reifen und Thiago hilft den Jungs und darum werde ich ein bisschen am Video schneiden und ich werde Big Shrek ready machen für die Grenze, weil in 1-2 Tagen geht es über die Grenze nach Mexiko und da gibt es auch noch einiges zu tun und ich denke, es ist 8:30, wir werden heute wahrscheinlich den ganzen Tag hier sein, weil ja, die Jungs haben schon gesagt, es wird nicht so einfach. Aber es wäre echt cool, wenn alles gut klappt. Und letztes Mal in Alaska haben wir ja die Rotation gemacht und das haben die Jungs auch gut hingekriegt. Und darum ja, sind wir dann wieder fresh für den nächsten Teil unserer Panamerikaner-Reise. Die Overlander-Welt ist halt schon klein. Ausgerechnet heute sind noch 2 weitere Fahrzeuge aus Deutschland hierher gekommen, die eigentlich Reifenrotation machen wollen. Und die stehen hier hinten. Ja, und jetzt wurde denen gesagt, ja, das wird nichts, weil sie hier schon beschäftigt sind.
Und die waren jetzt schon eine Stunde am Reifen dran, also geht noch einen Moment. Professional, professional, amigo. Das geht wahrscheinlich alles ein bisschen länger als gedacht. Wir hatten jetzt für einen Reifen eine Stunde etwa und hinter uns sind noch 2 Overländer gekommen, die wir schon angetroffen haben in Alaska und die wollten heute eigentlich Reifenrotation machen. Und jetzt wurde denen gesagt, ja, dafür haben sie keine Zeit mehr. Ich weiß nicht ganz genau, wie die ist halt nicht Europa. Aber mal schauen. Ja, wohin es den Jungs ja? Vielleicht geht's so ein bisschen schneller, aber im Moment sieht's aus nach einem ganzen Tag, dass wir hier sein werden. Ich habe mich jetzt gerade um die Versicherung gekümmert für Mexiko und zwar brauchen wir für Mexiko wieder eine neue und da sind wir auch gar nicht so traurig darüber, weil in Amerika waren wir halt einfach wirklich nicht gut gedeckt. Wir haben jetzt in Mexiko die Baja-Bound-Versicherung genommen und die ist eigentlich, mit der fahren wir, also wir werden es sehen. Wir haben sie jetzt mal abgeschlossen für 6 Monate, so lange bleiben wir nicht, aber die hat eigentlich ziemlich gute Leistungen drin und haben wir auch schon bei vielen Reisenden auf Blogs gelesen und darum haben wir uns jetzt für Baja Bound entschieden. Genau, unsere Vollkaskoversicherung, die läuft schon im Januar aus, die müssen wir dann wieder verlängern, die ist aber weltweit. Natürlich deckt sie auch nicht das komplette Fahrzeug, aber besser als nichts, weil viele Versicherungen, wie hier zum Beispiel in den USA, kann man einfach wirklich froh sein, wenn nichts passiert, weil man einfach nicht genügend gedeckt ist. Sieht gut aus. Die sind ja überall schon dran. Was wir ebenfalls bereit gemacht haben vor der Grenze jetzt, sind unsere mexikanischen Pesos. Wir haben Bargeld dabei, einfach weil es wahrscheinlich nicht mehr so überall akzeptiert wird, mit Karte oder sogar Apple Pay zu bezahlen. Darum haben wir schon bereits von zu Hause Pesos mitgenommen. Und jetzt schauen wir mal, das Tipp wahrscheinlich an der Grenze, sowie auch die Touristenkarte können wir wahrscheinlich bestimmt mit Karte bezahlen. Aber es wird Dinge geben in Mexiko, die wir
bar bezahlen müssen und dann haben wir schon einen Task weniger nach der Grenze, worum wir uns kümmern müssen. Dazu kommt auch das Internet. Hier sind wir auch sehr happy, dass wir nach der Grenze nicht irgendeine SIM-Karte kaufen müssen oder zuerst danach suchen müssen. Dank Starlink sind wir hier eigentlich immer sehr, sehr gut abgedeckt bis jetzt überall. Es hat auch wieder super funktioniert in den USA. So wie in Kanada. Das einzigste war Alaska, da hat es ein bisschen, das Internet war einfach sehr, sehr langsam. Dort war aber Starlink auch relativ viel vertreten. Also je mehr Starlink das es um einen rum hat, desto mehr nimmt die Leistung natürlich ab, wenn man keine Priority Datas hat. Da seid ihr ja. Kreativ, oder? Ich will ja auch, dass ihr mal ein bisschen einen Perspektivenwechsel habt. Wenn wir hier schon im Kühlschrank sind, bezüglich Früchte, Gemüse, das muss alles vorhin verspiesen werden, bevor man über die Grenze nach Mexiko geht. Ansonsten Milchprodukte ist nicht so ein Problem. Es ist nicht mehr so strikt wie die USA. Wir schauen aber trotzdem, dass wir den Kühlschrank leer haben. Einfach auch für uns, dass wir immer wieder mal alles sauber machen können. Wir schauen generell, dass wir alle 3 Wochen alles sauber machen, also so komplette Grundreinigung. Und genau, und Grenzen sind sowieso, da nehmen wir nochmal alles auseinander und putzen alles gut durch. Und so haben wir auch wieder Übersicht, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Das tut eigentlich auch immer sehr gut. So, lasst uns mal den Zwischenstand checken, wie das draußen aussieht. Es ist jetzt 1 Uhr, die Jungs sind jetzt seit 4 Stunden dran. Ich habe ihnen zwischendurch mal Red Bull gegeben, weil das ging schon alles sehr, sehr, sehr zäh voran, aber darum schauen wir jetzt mal. Es ist geschafft, Leute. Tatsächlich. Wir haben jetzt, glaube ich, Mittag oder so, gell? Ja. Mittag. Und alle 6 sind gewechselt. Die jungfräulichen Reifen hier. Die haben noch ein bisschen Seife dran da, weil es nicht so richtig gedichtet hat. Aber sie sind jetzt drauf. Und es ging echt cool. Die Jungs sind hier echt cool in Phoenix. Da stehen sie. Richtig coole Jungs. Wir haben das zusammen gemacht. Ich habe die Ventile ersetzt und sie haben die Reifen gemacht. Und ich muss wirklich sagen, das erste ging richtig lange. Für den ersten hatten wir fast 1 Stunde und die anderen gingen dann wirklich ziemlich schnell. Also das war erstaunlich. Und jetzt ist Mittag, jetzt haben wir 6 Reifen gewechselt. Und meine Frau hat was gemacht in der Zeit? Ich habe Biggie auf Mexiko vorbereitet. Ja. Das ist natürlich auch wichtig. Das ist auch sehr wichtig, definitiv. Und wir haben den Jungs noch ein paar Red Bull gegeben, die wir noch übrig hatten. Auch Bier, weil über die Grenze sollte man nicht so viel Alkohol mitnehmen. Und die hatten richtig Freude. Also wir können hier in Phoenix den Ort wirklich nur empfehlen. Echt coole Leute hier. Und jetzt geht es für uns weiter. Wir suchen einen Schlafplatz, um die letzten Vorbereitungen noch zu treffen. Und dann geht es schon bald Richtung Mexiko. Heute halten wir es kurz und knackig. Nächste Woche nehmen wir euch mit in eine Situation, die wir so definitiv nicht geplant hatten. Wir hoffen, ihr seid gut ins 2026 gestartet und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.